Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Heute stehe ich hier im Wald. Sogar ein bisschen Sonne im Gesicht. Und zwar bin ich unterwegs mit dem Merida E160. Richtig geiles neues E-Bike von Merida. Und ja, ich habe jetzt hier die Ausstattung mit der Marzocchi-Gabel. 170 mm. Bremsen sind jetzt Shimano Deore und ja, sogar das Licht ist dabei. Genau, der Akku haben wir einen 750er drin, Motor ist Shimano EP801 und Bremssystem haben wir schon gehabt. Die Schaltung ebenfalls Deore und 1x10. Das ist ein bisschen speziell, finde ich, aber bis jetzt hat es mich noch nicht gestört beim Auffahren. Es hat sogar sehr einen guten Eindruck gemacht. Das Licht finde ich ein cooles Feature, das dran ist, aber ich müsste es jetzt nicht haben. Genau, was richtig cool ist, wir haben hier eine Mallet-Version. Vorne 29 Zoll, hinten 27,5. Von dem her nimmt es mir jetzt Wunder, wie sich das fährt. An dieser Stelle vielen Dank an Cycle Village. Dort konnte ich das Ganze holen zum Testen. Und dort könnt ihr auch vorbei, wenn ihr selber testen wollt, wenn ihr so ein Bike sucht oder kaufen wollt. Das Bike wäre jetzt im Verkaufspreis 6'790 Franken. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Jetzt nehmen wir mit auf den Trail und wenn wir jetzt testen, wie das so funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dabei. Peace. So, legen wir los. Das Fahrhandling ist echt Hammer. Die Geometrie von dem Bike ist echt nice. Da rechts sollte man nicht runtergehen. Ja, das Spiel macht einfach Spaß. Man merkt schon, die Rahmengeometrie ist die gleiche wie die vom 160 vom Biobike. Ja, sehr, sehr nice, wirklich auf dem Bike. Das Wohlbefinden ist krass hoch, auch die Bremse, auch wenn sie extrem, oh, was heisst extrem, die günstigeren Varianten sind, funktionieren einwandfrei und extrem gut habe ich am Fahrwerk. Das gibt extrem cooles Feedback. Und auch die Pedale, was unabhängig ist vom Bike, da sind jetzt auch Tatzen drauf. Die sind einfach der Hammer vom Grip her. Wow. Funktionieren die so nice. Da ist jetzt ein bisschen nass. Aber ja, das ist so ein richtiges Enduro-Bike. Und das macht extrem Spaß zu fahren. Diese Trails bügelt einfach alles weg. Fühlt sich gut an. Und ja, bis jetzt noch nicht negativ gefunden. Fast verfahren da. Hier merkt man halt auch, der Assi-Guy vorne macht den Job. Ja, Bock. Da ist zwar rutschig, aber das Bike lässt sich extrem gut handeln. Innenlinie. Ah, nice. Woo! Das war es von diesem Testride mit dem Merida E160 Version 675 IV1. Das ist die Version, die ich jetzt hier gefahren bin, mit der 1x10 Schaltung, mit dem Marzocchi Fahrwerk und ja, mit
mit der ganzen Ausrüstung Shimano Deoro Schaltung wie auch Bremsanlage. Richtig cooles Bike, wirklich cool zum Aufwärtsfahren auch. Die 10-fach-Schaltung, das stört überhaupt nicht meiner Meinung nach. Natürlich merkt man, dass es nicht ganz so fein schaltet wie andere Schaltungen, aber ist ein Detail, muss man selber wissen, was man da haben will. Bremsanlage, kann man sagen, was man will. Ich habe es recht cool gefunden, hat genau das gemacht, was es musste. Für mich ist das Wichtigste, nämlich die Vorderbremse richtig zu dosieren können, dass man doch auch bei nassen Bedingungen gut abbremsen kann, ohne dass das Vorderrad blockiert oder dass die Bremskraft nachlässt. Das hat meiner Meinung nach den Job 100% erfüllt. Sehr cooles Bike mit dem grossen Akku, kommt ihr auch mit. Ich bin jetzt viel im Boost gefahren. Dann schleppt es einem den Berg drauf und ihr könnt Laps machen ohne Ende. Wenn ich es vergleiche mit dem Rocky Mountain Altitude Powerplay, den ich auch schon getestet habe, wo übrigens auch bei Cycle Village in Hittenau zum Testen zur Verfügung steht, ist das wesentlich feiner, stabiler. Das Powerplay von Rocky ist auch extrem stabil, aber anders. Das will ein bisschen gezügelt werden, das ist ein bisschen wilder und ich habe das persönlich noch gern, aber wer es lieber hat, wo das Bike selber ein bisschen ruhig ist, der ist vielleicht mit dem Merida da besser bedient. Könnt es testen, findet selber raus, was für eure Bedingungen am besten passt. Ich persönlich habe es richtig cool gefunden, habe Spass gehabt auf dem Trail. Was noch ein bisschen gefehlt hat, sind Sprünge. Alles andere hat es dabei gehabt. Wir haben hier steile Sektionen, nasse Sektionen, Wurzelsektionen und das hat alles extrem viel Spass gemacht. Gerade Mallet ist natürlich für das extrem geil, auch wenn es steil ist. Vorne mit 29, hinten 27,5. Macht das Heck recht verspielt und vorne sehr stabil. Gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt hoffe ich, jetzt habe ich alles gesagt. Wenn ihr aber vom Bike, das ich schon erwähnt habe, lieber zum Beispiel RockShox-Fahrwerk haben, vielleicht ein bisschen bessere Schaltung, bessere Bremsen, XT von Shimano, dann wäre die Version 875 IV1 etwas für euch. Auch die steht beim Franz, könnt ihr anschauen und Cycle Village beratet euch da sicher gerne weiter. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich danke euch fürs Schauen. Schön, dass ihr bis jetzt dabei gewesen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace. YouTube channel is place to be.